Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das Video gesehen, als ich alle Content Creator miteinander verglichen habe, wer am meisten Statpunkte gemacht hat innerhalb der letzten 1,5 Jahre und wer dort der beste Creator gewesen ist mit den meisten gegainten Statpunkten. Auf dieses Video ist dann wiederum Strider aufmerksam geworden und hatte uns dann daraufhin im Discord angeschrieben gehabt, dass er das erstmal ganz cool fand und ob ja da nur offizielle Creator drin sind oder halt eben auch so Leute wie Jurik, Nachbar, wer war da noch mit dabei, ja, Nachteule, die jetzt halt eben zwar auch irgendwo ein bisschen was Contentmäßiges machen, aber jetzt halt keine offiziellen Creator sind und wollte das Ganze mal vergleichen, wie das halt eben so gegen die offiziellen Creator so aussieht, wenn dort mal die richtigen Tryhards, die richtigen Spieler, die besten Spieler der Welt, ja, mit gegeneinander antreten. Also hat er uns daraufhin nach dem Video, was ich gepostet hatte, dann mal in der Nachricht hier herausgefordert und hat ein Callout gemacht an Mozone. Das ist jetzt hier ja, durch mein Streamer-Mode sind die Namen nicht ganz angezeigt worden. Mozone, ich, meine Wenigkeit, Dorza, Derafin, Kugi und Jombay. Ja, hat er herausgefordert und er gibt jeden der Content Creator, die er hier herausgefordert hat, $100, wenn wir es schaffen sollten, Bauer 144 vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2026 von den gegainten Base-Stat-Punkten her zu überbieten. Ja, das war quasi die Challenge und die Herausforderung, die er uns gestellt hatte. Dabei sollte kein Gold irgendwie vorab gehortet werden und es dürfen auch keine Früchte dabei auf der hohen Kante liegen bleiben, damit man diese von jetzt aus an mit in den Challenge-Zeitraum mit hineinbringt. Diese Challenge an sich ist natürlich kompletter Größenwahn. Ja, und Bauer ist auch jemand, der mit die letzten 3 Jahre immer der stärkste Spieler gewesen ist, der am meisten Base-Stat-Punkte generell im ganzen Spiel Shakes and Fidget weltweit gemacht hat, wenn nicht sogar noch länger. Ja, dein Nachbar hatte daraufhin dann auch nochmal eine Liste hier gepostet und hat jetzt erstmal die Kontrahenten mit in diese Liste genommen und die ist natürlich nach gegainten Base Stats sortiert. Das Ganze von einem Zeitraum vom 3.1.25 bis zum 6.6.26 und hier seht ihr auch schon Bauer den Unterschied. Er hatte in der Zeit 192.000 Base Stat Punkte gemacht. Okay. Danach kommt mein Holzfäller-Hütten-Account Dorza, der 180.000 hat und das war mit der Kompensation dazu. Ja, danach kommt Dera mit 178k, Kugi mit 178k und dann kommt erst mein F9 Main-Char, mein Magier Dorza auf F9 Celtic mit 177.000 Basispunkten, die ich in diesem Zeitraum dazu gewonnen habe. Ja, da unten haben wir dann noch einen weiteren Derafin-Account. Hier haben wir dann zweimal Jombay und genau, so sieht das Ganze aus. Und es ist natürlich extrem schwer. Ja, ich bezweifle es auch, dass ich das hinkriegen werde, aber ich habe Strider daraufhin jetzt eben gerade geantwortet und ja, habe ihm geschrieben, ey, ich bin bei der Challenge dabei. Ich werde am letzten Tag von Juni nochmal ein Bild posten, wo ich alle meine Früchte zeige, die ich vorher verwandelt habe und dass ich hier kein Gold horte. Ja, ich hatte dann noch dazu geschrieben, ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde, aber ich möchte mal ein halbes Jahr wirklich versuchen, auf Tryhard-Basis das Beste herauszuholen, was ich aus diesem Spiel herausholen kann und was mir quasi in meiner Macht liegt. Ja, ich sage euch noch gleich, wo ich persönlich bei mir noch Verbesserungsbedarf sehe, sehr starken Verbesserungsbedarf. Ich weiß ganz genau, wo meine Fehler sind und die versuche ich, so gut es geht, jetzt in diesem Zeitraum von dem nächsten halben Jahr jetzt eben zu vermeiden. Ja. Ich hatte geschrieben, das ist für mich eine gute Motivation, nicht die $100 an sich, aber mehr halt eben die Challenge, die dort hinter steckt, weil ich halt auch persönlich jemand bin, der Challenges sehr gerne mag und ich bin auch jemand, der sehr tryhard spielt und ich möchte auch so gut es geht optimieren, damit ich in dem Spiel so, ja,
so gut es geht, gegenüber anderen abschneide. Ja, ich möchte mal versuchen, mein Bestes zu geben, und das gelingt mir aber im Alltag nicht immer, weil ich manchmal sehr unachtsam bin. Ja, ich hatte dann noch geschrieben, selbst wenn ich verlieren sollte, habe ich halt eben dieses Jahr gute Stat-Punkte gemacht. Okay, dann hat er mir eben gerade noch drauf geantwortet, dass er halt eben, wenn ich möchte, dass wir uns auch gegeneinander hier vergleichen können für das nächste halbe Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, let's go. Ey, lass mal sehen. Ein halbes Jahr wirklich komplett durchziehen von den Stat-Punkten her. Was hat man geschafft? Wie viel ist man in der Lage gewesen zu erreichen? Und deswegen möchte ich jetzt ein Jahr lang komplett auf 100% durchziehen mit allen Features, die noch kommen. Wir haben noch einen World Boss vor uns, wir haben noch Elevators vor uns, Legendary Dungeons, wo ich noch reingehen will. Und deswegen ist das eine sehr geile Challenge für mich persönlich und eine sehr coole Motivation von Strider hier an der Stelle. Ja, wirklich das Beste aus dem restlichen Jahr jetzt noch rauszuholen. Und wenn ihr Bock habt, zieht gerne mit, macht gerne mit. Seid auch motiviert, das halbe Jahr so gut es geht durchzuziehen, um einfach mal zu gucken, okay, was ist in diesem halben Jahr wirklich machbar, ja? Und ich habe ein paar kleine Schwachpunkte, die ich auf jeden Fall ausmerzen möchte, so, ne? Ich habe übrigens jetzt schon alle meine Früchte soweit entsaftet, damit ich hier diese schon mal los bin, und habe damit mir jetzt schon mal ein paar Stat-Punkte gemacht. Ja, weil jetzt geht es ja noch nicht los, aber bis zum Juli sollten halt alle Früchte weg sein. Ich habe persönlich ein paar kleine Defizite in Bezug auf manche Optimierungen. Also ich spiele natürlich jeden Tag meine Alu, ich mache jeden Tag meine Dailies, ich mache auf meinen Main kurze Quests, ja, auch nochmal für bessere Optimierung. Das mache ich auf den anderen Chars nicht, und ich versuche halt wirklich das Maximale rauszuholen. Das Einzige, wo ich immer noch ein bisschen dran lagge, sind halt zwei große Faktoren. Das ist einmal die Stadtwache. Ja, die Stadtwache muss bei mir besser optimiert werden, sodass ich quasi hier keinen Leerlauf habe, so gut wie gar keinen Leerlauf. Das ist wirklich Priorität Nummer 2, sag ich mal. Priorität Nummer 1 ist die Goldgrube. Denn über die Goldgrube machen wir wirklich im Late Game das meiste Gold von den Features her. Und von daher, ja, muss diese auch wirklich so gut es geht, so optimal wie es geht, abgeholt und vorbereitet und eingestellt werden. Denn es gehört nicht nur dazu, alle 10 Stunden die Goldgrube abzuholen, sondern es gehört auch dazu, regelmäßig, bevor irgendwelche Gold-Events oder sowas anstehen, ja, dass man die Goldgrube auch dementsprechend schon wirklich jedes Mal um 14 Uhr am Tag davor einstellt, damit man diese dann um 0 Uhr am Tag des Gold-Event-Startes sozusagen direkt eine volle Goldgrube schon direkt abholt quasi, um halt eben eine volle Goldgrube am Gold-Event nutzen zu können. Ja, das sind Dinge, von denen weiß ich natürlich, logischerweise, dass es diese Dinge zur Optimierung gibt. Ich persönlich beobachte mich aber sehr häufig dabei, halt eben einfach da ein bisschen rumzuschludern. Ja, also ich verpasse es sehr häufig, die Goldgrube einen Tag vor Gold-Event einzustellen, weil ich halt nicht drauf achte, wann jetzt welche Events wie sind. Und ich achte auch nicht darauf, dass ich jetzt um 14 Uhr genau die Goldgrube jetzt nicht mehr abholen darf und kann, um halt eben, ja, am nächsten Tag um 0 Uhr direkt den vollen Füllstand abzuholen. Das sind Dinge, von denen weiß ich Bescheid. Ich weiß auch, dass ich da drin besser werden muss, aber ich habe es halt bisher nicht wirklich so getryhardet, und das möchte ich jetzt halt eben tun. Ich kann euch das Ganze mal vergleichen, was das wirklich für einen Unterschied macht, wenn man einen Account hat, der von mir im Vergleich zu Bauer halt eben, ja, zwar einigermaßen gut gespielt ist, aber halt eben auf gar keinen Fall eben daran kommt. Ja, wir haben hier zum Beispiel bei Schlafendes Gold ist meine Stadtwache momentan bei 4.426 Stunden. Ja, merken wir uns das einmal. Viel wichtiger ist nämlich noch die Goldgrube. Und wenn wir hier einmal, ich mache mal einmal einen Screenshot, damit wir uns das hier mal merken können. So, wenn wir hier drauf schauen, wie viel Gold wir über die Goldgrube jetzt insgesamt schon verdient haben, dann sehen wir, liege ich jetzt hier momentan bei 189 Milliarden Gold in der Zeit, seitdem die Titel- und Tatentrophäen mitzählen. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Stadtwache, und hier
gucken wir uns das Ganze nochmal an und sehen, okay, wir haben hier 4426 Stunden bisher die Stadtwache eingestellt, seitdem es halt dieses Feature gibt. Jetzt gehen wir mal zu Bauer rüber und wenn wir uns jetzt hier einmal den Account von Bauer anschauen, der ist, wo ist er jetzt hier? Da ist er. Dann können wir jetzt mal zu Ihnen hier einfach bei den Titel reingucken und schauen uns jetzt einfach mal hier die Trophäe an für seinen Progress bei der Stadtwache. Und hier sehen wir, dass er hier momentan bei 5403 Stunden liegt. Remember, ich liege bei 4426 Stunden, habe daher schon einiges an Stunden verpasst. Ja, das liegt zum einen daran, dass ich halt eben hier und da mal so ein bisschen rumschluder, aber es liegt auch viel daran, dass ich halt im Stream einfach meine Alu spiele und dabei mit euch ja quatsche und dann kommt es mal vor, dass ich auf meinen Main bis zu 2-3 Stunden chille und 2-3 Stunden nicht meine Stadtwache laufen lasse, weil ich nebenbei noch entspannt meine Abenteuerlust spiele auf meinen Main, bevor ich dann irgendwann die Alu durch habe und danach die Stadtwache einstelle. So, das ist, wenn man das zusammensummiert, kommt man da auf extrem viele Stunden. Man sieht ja halt auch schon den Unterschied hier alleine zu Bauer. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem noch wichtigeren Part, und zwar ist das der Gesamtfortschritt von der Goldgrube seit Anfang der Titel und Taten, seitdem es quasi das hier auch trackt. Und hier bin ich momentan persönlich bei 189 Milliarden Gold, die ich jetzt über die Mine seitdem her habe, und Bauer ist hier bei 194 Milliarden Gold und damit halt eben auch ein paar Stat-Punkte vor mir. Ja, und halt eben auch ein bisschen aktiver, was das angeht. Deswegen sind das auf jeden Fall meine Schwachpunkte, die ich aber auch zu optimieren weiß. Also ich weiß ja ganz genau, wo halt eben meine Schwachpunkte sind. Und von daher wird daran halt eben jetzt gearbeitet. Und das ist auch das, wo ich jetzt halt auch dieses halbe Jahr lang, so gut es geht, durchziehen möchte und halt wirklich versuchen möchte, so hart es geht, meine Stadtwache immer schnell wie möglich wieder am Laufen zu haben. So, dass ich jetzt nicht so viel Zeit in der Abenteuerlust verbringe hier oder bei den Expeditionen. Plus halt eben Goldgrubenmanagement. Ja, vor Gold-Events einstellen, kurz bevor Gold-Event abläuft, nochmal die Goldgrube abholen, ja, damit man auch nicht mit einer halbvollen Mine im Gold-Event dann ja erst noch nach dem Gold-Event dann draufklickt und dann ist wieder ohne Gold-Event so, ne? Ihr wisst Bescheid, die ganzen Tricks. Und deswegen, genau, ist das auf jeden Fall so mein Vorhaben für das nächste halbe Jahr und somit halt eben auch die Challenge von Strider, die ich hier damit halt eben offiziell annehme. No reason to use the Griffin. Here's the top 30 from the last week of the Endgame Players, US Central Time. Okay, ja, hier hat er dann nochmal, hier hat er dann anscheinend nochmal die, ja, vom letzten Wochenende, die Spieler hier mit reingetan. Okay, ja, da bin ich hundertprozentig nicht mit dabei. Ach doch, lol, ich bin da unten. Gibt's ja gar nicht. Ich war letztes Wochenende bei Playa und da habe ich alles andere gemacht, außer Shakes gespielt. Wundert mich, dass ich tatsächlich hier drinne gelandet bin, komischerweise, weil, ja, also... Da war ich tatsächlich mehr als inaktiv, muss ich sagen. Deswegen, genau, aber das ist so meine Challenge und das motiviert mich auf jeden Fall. Nicht aus dem Grund, dass er mir jetzt $100 geboten hat. Ich meine, alleine beim World Boss oder beim LD hauen wir mehr Geld raus, aber es ist halt einfach eine coole Challenge, coole Motivation und halt eben auch einfach, ja, ein Grund für mich persönlich auch, nochmal ein bisschen mehr diesen Chart zu optimieren, ein bisschen fleißiger zu sein und halt am Ende des Jahres zu gucken, okay, wo stehen wir dann weltweit, wie viele Stat-Punkte haben wir gemacht in der Zeit und eventuell wird das dann noch ein richtig gutes Jahr für mich werden. Ne? Deswegen ist das auf jeden Fall die Challenge, die bei mir jetzt ab dem 1. Juli soweit dann losgeht. Und die könnt ihr sehr gerne hiermit begleiten, denn das, denke ich mal, wird auch ganz cooler Content werden. Wir werden das dann immer so regelmäßig auch peu à peu festhalten, was wir hier so an Stat-Punkte gemacht haben. Und dann werden wir einfach sehen, wer am Ende des Jahres mehr
Fleiß reingesteckt hat. Und genau, ich hatte ja sowieso vor, beim nächsten LD auf mein Main noch ein bisschen mehr zu eskalieren als bei diesem Legendary Dungeon. Ja, deswegen passt das auf jeden Fall für mich. Und das soll soweit gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, dann lasst ihr auch sehr gerne ein kostenloses Abo da, um immer informiert zu bleiben. Und genau, ich hoffe, das wird ein cooles Format auf ein nächstes, ja, produktives halbes nächstes Jahr. Und deswegen verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.